Wir müssen das heute ein bisschen so machen. Ich möchte mal ein herzliches Grüß Gott an alle Anwesenden und auch ein herzliches Grüß Gott draußen im World Wide Web beim Livestream. Für uns ist das heute so quasi der Startschuss für die neue Saison 2020. Wir haben, wenn ich kurz die Leute vorstellen darf, fangen wir da drüben an, der Herr Schachermeier, einer unserer Receiver, das ist der Jeff, unser zweiter Import heuer, einen dritten werden wir noch bekommen und neben mir der Geschäftsführer vom Atrium, Mario Zottili. Mein Name ist Kampräger Markus, ich bin der Obmann der Steelsharks und ich werde jetzt einmal ein bisschen zur Einführung ein paar Sachen schauen, was so auf uns zukommen wird, die nächsten, also das Jahr im Jahr 2020 und dann ist Zeit einfach einmal die Leute ein bisschen zu fragen oder was, dann machen wir eine offene Fragerunde. Was ist neu oder was wird in Zukunft bei den Steelsharks sich verändern? Einer der größten Veränderungen natürlich ist das, dass wir ab heuer Atrium Steelsharks dran hassen. Durch das, dass das Atrium als Hauptsponsor, als Namenssponsor eingestiegen ist und uns natürlich durch die Unterstützung ganz einen anderen Rahmen gibt, sage ich mal, wo wir uns bewegen können in Zukunft und das tut uns natürlich ziemlich gut, sage ich mal, weil das auch ein langfristiger Vertrag ist und wir durch das auch eine gewisse Planungssicherheit und so reinbekommen in den Verein und so und es ist halt, es ist zwar nach wie vor, sind wir zu 99% ehrenamtlich geführter Verein und auch die Spieler und die meisten Trainer, also werden nicht bezahlt, aber es ist uns jetzt natürlich möglich, da auch ein bisschen, was gerade in der Importgeschichte passiert, dass wir uns da ein bisschen mehr bewegen können. Und darum werden wir auch heuer nicht mit 2, sondern mit 3 Import spielen. Der dritte, also der zweite ist der John Uribe, der was nach wie vor bei uns ist, jetzt mittlerweile schon das 3. Jahr. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir da ein bisschen eine Kontinuität reinbringen und so in die ganze Geschichte. Der Jeff ist neu und der, was jetzt noch kommen wird, da steht der Name noch nicht fest, also weil noch nicht unterschrieben ist, aber der sollte jetzt demnächst auch aufschlagen bei uns. Den geben wir dann bekannt, wenn es soweit ist. Was ist nun? Es wird eine ziemlich, sage ich mal, eine ziemlich herausfordernde Saison, weil durch das, dass wir mit dem zweiten Team aufgestiegen sind in die Division 3 oder was, haben wir insgesamt 18 Spiele zu bewältigen in einer relativ kurzen Zeit. Weil sie ja, das geht Mitte März los und bis Ende Juni. Also das wird eine Dauerveranstaltung, jetzt nicht nur für die Spieler wird das sehr herausfordernd, sondern auch für das ganze Rundherum, was mittlerweile passiert bei den Steelsharks und das ist ja mittlerweile wirklich nicht wenig. Wir haben unlängst haben wir mal ein wenig so überschlagen, weil wir Gewand bestellen wollten oder so und dann haben wir alles so mit zusammengeschrieben, wer eigentlich eins kriegen sollte und dann sind wir auf 100 Leute gekommen, die was mittlerweile rundherum in dem Verein ehrenamtlich arbeiten, sei es Masseure, Trainer und. Also das ist schon ein Riesenapparat, was wir bewegen mittlerweile. Was nur auf uns zukommen wird, das ist natürlich die Sanierung im Brauner Stadion. Die fängt jetzt auch Ende, so Anfang April oder was wird das anfangen, das Ganze. Da wird komplett das ganze Stadion saniert. Das wird natürlich logistisch auch ein bisschen ein wenig widere Geschichte, sage ich mal, aber wir sind da sehr gut in Kontakt eben mit den Verantwortlichen Vertrauen, die was da sehr hilfreich sind und auch sehr viel Rücksicht nehmen auf das, dass wir da mitten in der Saison drinnen sind. Ja, begrüßen möchte ich noch Jason Tillery, unseren Head Coach. Den nehmen wir auch noch in die Mitte. Hallo Jason. So, und jetzt nochmal, weiß ich nicht, mal vielleicht ein kurzer Ausblick über was uns so erwartet, sportlich gesehen. You like to talk in English or in German? Er kann schon immer besser Deutsch. Bitte ein bisschen weiter vorbereiten, das Video. Yep. Talk a little bit about the season, the coming season, okay? Well, we're excited. This being the 4th season in the AFL for the Steelsharks, and you know, we've gained a lot of experience, and you know, guys are finding new motivation to come and step up to a different challenge. You know, the league has been a challenge in these years, and we have grown a lot, but we've had some consistency that we've built. You know, of course, returning our quarterback. The addition of Elliott joining us as a player and as well helping us as a coach. And, you know, all these things are kind of coming together. We got a week
week and a half really left before we get to the first game. And I don't know, I think the energy's building a lot. It takes some time to get up to that buzz, but we're getting there. So, gibt es eurer Seite Fragen an die Herrschaften? Das ist nur, also nein, da ist kein einziger Spieler dabei. Also da geht es über das Medienteam, Medical Team, die Leute vom Game Day, Trainer oder so. Also da wirkt mittlerweile schon ein unheimlicher Apparat, was sich da bewegt. Wir haben das dann eingestellt, das Leib angekauft, das war zu teuer gewesen. Was sind die sportlichen Erwartungen? Ja, willst du da antworten, die sportlichen Erwartungen? Erwartungen? Ja, okay, dann sage ich was. Dass es da oben sehr, sehr schwierig ist, das haben wir schon vor 3 Jahren gewusst und so. Und wir versuchen uns jedes Jahr, glaube ich, immer wieder ein Stück zu verbessern. Natürlich sind Erwartungen, dass man einfach schon langsam jetzt den Anschluss findet, jetzt nicht mehr ganz unten oder was spielt, sondern schon langsam in der Mitte ankommt, in der AFL. Und das ist wir wollen es jetzt nicht zu hoch stecken, die Erwartungen. Wir wollen uns dort einfach gut verkaufen und den Fans einfach gute Spiele bieten. Und wie es am Ende des Tages dann ausschaut, ob eine Wildcard-Runde oder was drinnen ist oder was, das wird man dann am Ende des Tages sehen. Ja. Die Liga an sich unterliegt ja auch den Veränderungen, sage ich mal. Es ist geplant, ab 2021 die Liga aufzustocken auf 10 Teams einmal. Also das ist schon besprochen worden, auch mit den anderen Teams, und das sollte auch kommen, dass dort einfach mehr kommt. Ja, wie soll ich sagen, es gibt natürlich in der Liga, sage ich mal, die Großen, das sind die Raiders und die Vikings. Da wird es jetzt sehr schwierig, da anzustocken, sage ich mal, weil da einfach auch ein anderes Budget dahinter steht und solche Dinge. Aber wir hoffen schon, dass wir schon langsam jetzt den Anschluss finden. Das wäre schon unser Ziel. Und darum haben wir uns auch ein wenig verstärkt, und darum haben wir auch wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, dass wir eben einen dritten Import holen, der uns einfach die Sicherheit und auch die Tiefe geben sollte im Team. Gute 25.000, so in der Richtung, muss man rechnen. Also mit Lohnsteuern und allem drum und dran kostet es schon eine schöne Stange Geld. Ja. Man sagt, jetzt hat es einen dritten Liga mehr, letztes Jahr haben wir 2 Liga mehr, letztes Jahr war es aber ein bisschen optimistischer. Ja, wir sind jedes Jahr optimistisch, weil ich glaube, pessimistisch in eine Saison reinzugehen ist ein wenig, wird schwierig, das Ganze. Das ist immer so euphorisch. Ja, euphorisch. Ich kann jetzt nur von mir reden, ich bin immer euphorisch. Ich versuche immer das Positive in dem Ganzen zu sehen und kein Thema. Es sind schon, also die letzten Jahre waren schon sehr lehrjahr oder sehr lehrreich, so. Das ist auch für die Spieler, für die einheimischen Spieler oder so, auch ein Prozess, der einfach dauert und so. Da geht viel auf die Füße, viel ist vom Spielverständnis her, und da hoffen wir halt, dass uns die Legionäre da wieder einen Schritt weiterbringen. Und um das sind sie da eigentlich da, also nicht nur zum Spielen, sondern auch uns eine gewisse Mentalität einzuimpfen oder was wir, glaube ich, noch dringend brauchen. Der dritte Legionär, der Name ist unter Verschluss oder hat noch keinen, ich weiß jetzt nicht, aber was für eine Position sucht man? Wir werden auch in die Defense, wir werden die Defense hauptsächlich verstärken. Das wird auch ein DP, ja. Das wird, Ja. Ja. Ist das die größere Baustelle noch in den letzten Jahren? Das haben wir gesehen, also unser Offense mit John und so, die funktioniert relativ, sage ich mal, harmonisch mittlerweile. Aber die Defense ist halt eine schwierige Geschichte zum Spielen, und da haben wir jetzt geschaut, dass wir da einfach noch mehr Tiefe reinkriegen und einfach mehr Erfahrung einbringen und so. Das ist halt auch extrem wichtig, weil mit den Punkten haben wir genug gemacht die letzten Saisonen. Wir haben halt einfach zu viel gekriegt, das war der Unterschied. Ist da in der Vorbereitung ein besonderer Fokus gelegt worden, dass man eben stabiler wird in der Defense und weniger Punkte zulässt, oder sollte das der Import verlagern? Nein, das kann nicht der Import. Also du brauchst 11 Leute, die was am Feld sind, aber natürlich haben wir dort jetzt geschaut, dass wir einfach mehr Erfahrung einbringen. Das ist das, wo wir jetzt den nächsten Schritt machen müssen oder können. Das ist
get a little bit better defense. Can always get better. I mean, just like Max was saying before, the top end of this league, those guys have been in the AFL playing for 20 years. They made baby steps growing. And, you know, this being the fourth, guys getting, again, more used to the level of it. They understand what they need to do, and it's the depth as well, because you need some help. You need to rotate. You know, there's other things that guys do on the field as well, so it never hurts to get a little bit better. Ihr seid ja bekannt dafür, Wert natürlich auf die Matchday-Erfahrung oder das Rumherum, so jetzt für den Zuschauer zu legen. Inwiefern beeinträchtigt da die Sanierung diesen Gedanken des Mannes? Das sollte uns hoffentlich nicht beeinträchtigen. Das ist, weil die Halle saniert wird, im Freigelände selber wird jetzt nicht recht viel gemacht. Aber da sollten wir ganz normal unser Programm fahren können. Wir haben uns dort auch wieder viele Dinge, die was neu kommen, überlegt. Also das ist was wir sicher nicht zurückschrauben werden, oder ich hoffe, dass uns da auch keine Behinderungen treffen oder sonst irgendwas. Naja, es ist einerseits es sind Kabinen und so Sachen oder so, und du hast natürlich ein Baustell auch da draußen. Das wird uns auch nicht ausbleiben. Da müssen wir halt einfach schauen, dass man das logistisch so unterbringt, das Ganze, dass man dort Kabinen zur Verfügung hat an den Tag und solche Dinge. Also da wird es uns schon ein bisschen strafen. Aber es wird geschaut auch von der Stadt Traun. Da muss ich ehrlich sagen, danke mal an die ganzen Verantwortlichen, mit denen wir auch sehr intensiv im Gespräch sind, die was das schon so timen, dass wir da relativ wenig spielen werden, hoffentlich. Aber ausschließen kann man es nicht. Der Blick jetzt von links nach rechts, wo kommt die Konkurrenz? Konkurrenz, you know a little bit the other teams? They have changes. Guys with other teams maybe not having quarterbacks and switching to running backs as their main import. Some familiar faces. You'll see the Raiders with the same quarterback, the Dragons with the same quarterback. The Rangers will have a running back in. So, you know, Giants as well. They've got the same offensive coordinator. You know, some teams have changed their coaching staffs with the Raiders as well. So I think everybody goes through a few changes every year. So it's always a surprise to begin, but pretty soon the film tells us what happens. Wir sind gut besucht, also wir hoffen, dass er einfach auch mehr wird. Wir werden sehr viel Werbung machen, auch hier im Atrium wird einiges passieren, das was uns natürlich auch sehr zugute kommt. Es ist jetzt schon das Atrium auch mit unseren Spielterminen und so voll. Wir werden natürlich auch wieder im Social Media Bereich, da haben wir relativ gute Leute werken. Da nochmal ein Scheifel drauflegen, aber wir hoffen natürlich, dass wir das Stadion wieder vollkriegen. Also das ist auch unser Anspruch, sage ich mal, und da will wir auch nicht runtersteigen. Also wir müssen schauen, dass das weiter wächst, das Ganze. Hat es Überlegungen gegeben, man wird letztes Jahr bekannt, dass er gesprochen hat, die Dimensionen für die Raiders in der Organisation, wie weit wir sind, dass man sagt, jetzt haben wir eigentlich finanzielle Mittel, dass die trotzdem in die Organisation und Trainer und so für seine Steckung nicht natürlich Mittel. Ja, natürlich. Das ist auch, so wie wir dort wachsen, also im Dings müssen wir natürlich auch im Coaching-Staff immer weiter wachsen und auch vor allem im Rundherum. Also wir dann jetzt nicht nur rein die ganze Kohle in einen Import reinstecken oder sonst irgendwas, sondern wir entwickeln uns in alle Bereiche weiter. Also das ist, ob es jetzt den Game Day selbst betrifft, auch da sind wieder sehr viele neue Sachen, weil so wie es immer ist, alles was immer nur dasselbe ist oder was wir irgendwann fahren. Ne? Aber man muss auch dort im Entertainment-Bereich immer wieder neue Sachen bringen. Und ich glaube, das ist uns heuer auch wieder gelungen, dass wir ein paar nette Dinge, heuer habe ich es endlich geschafft, dass ich mich dort kriege. Und die Kinder, wir werden eigene Kinderecken, was wir zwar schon haben, aber die werden wir ein bisschen ausbauen und so. Also das wird sicher nochmal um ein Eck besser werden. Und wie gesagt, das ist egal wo oder in welchem Bereich wir arbeiten, wir schauen, dass wir überall größer und besser werden. Das ist kein Thema. Das müssen wir, das wissen wir. So, vielleicht noch a little bit
background from you, Jeff? Oh, man. Talk a little bit about you. Well, I'm Elliot Jeffcoat. I'm from South Carolina, Leesville, South Carolina, to be exact. I ended up going to college at Oklahoma State University. I walked on there. I ended up earning a scholarship. That was a great journey, and it made me most of the man that I am today because, you know, if you're walking on somewhere, you have to do everything 100 times better and consistently. And so after college, I did a couple things. I dipped and I dabbed, played in a couple leagues and stuff there, and ended up going to Miami. And at Miami, I trained with the best of the best. I learned from the best of the best. I trained under Sam Madison, Chris Chambers, former Pro Bowlers. And Sam Madison actually just won the Super Bowl. He's the secondary coach for the Chiefs. So my knowledge is extensive, my experience is great, and I'm continuously learning things each year, each season. I love to travel. So while I was in Miami, I found out about, you know, playing ball in Europe, and I was like, hey, why not? I've been moving all over the place anyway and just chasing the dream, you know, and enjoying the grind, the journey. I played in Finland for 2 seasons. Last season I played for Munich. I played for both of their teams. Ended up here this season, and hopefully I can come and do what I do. And name of the game, we're trying to win. And I'm big on winning. I have a killer instinct for winning. That's what I come to do, and hopefully we get everything settled so we can do just that. What's your first impression from the First impressions, how can I say this nicely? I like the people here better than I did in Munich, like culture-wise and things. And so, like, I definitely like the more openness, and the guys were very welcoming. And I definitely see that they want to get better. I love that. So as soon as I can see that guys want to get better, I'm all in. And so I'm gonna definitely bring like I said, my killer instinct to win. So I'm not gonna settle for anything less, anything in between, and I'm gonna try to get that mindset to the guys around me. And that's pretty much the main reason, I would say, my fire desire being in Europe is that, you know, guys only get but so many chances to be around a certain caliber guy, you know? And so, okay, maybe you can come to a camp or something for a couple of days, but I get to spend a season with these guys and really, you know, spill my knowledge, experience, understanding with these guys. And I love to make the guys better around me. There's really no personal game game in it for me, as in, you know, competition or film. I'm not in it for that. I'm here to, my competition and my fire desire is to get the guys around me better. And I'm gonna learn something from them, whether it's culture-wise or, you know, an overall understanding about the world itself. And I was just telling the guys this past weekend that I hung out with, Broder, and I was explaining how the guys that get to be around American football players for a season learn more about America than they would read in a book. And it's the same thing vice versa. I can read about Austria all I want to, but I've already learned way more about this place than I ever heard about just from being here in a little bit of time that I have. So I just love all of that, and that's pretty much me in a nutshell. Small. I appreciate it. Also mal herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Wir haben da noch das Adria bestellt frische Burger zum Mittagessen zur Verfügung. Also das werden wir uns auch noch alle gönnen hoffentlich, und es gibt ein bisschen Zeit, ein bisschen Smalltalk zu betreiben. Und ich sage nochmal Danke an alle, die was dabei waren, und ich hoffe, dass wir uns sehr oft bei unseren Games auch sehen. Wird sicher sehr, sehr sehenswert auf die Saison 2020. Danke.
So, bitte. Ja, aber noch Pictures oder was? Okay. Mario?